Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Heute geht es um das Thema Hafenmanöver vorbereiten. Und zwar nicht nur einfach vorbereiten, sondern Hafenmanöver richtig vorbereiten. Es geht nicht um ein spezielles Manöver, sondern einfach darum, was muss ich tun, bevor ich im Hafen mein erstes Manöver mache, beziehungsweise bevor ich in den Hafen einlaufe. Solltest du das erste Mal bei uns auf dem Kanal hier gelandet sein und das Thema Yachtcharter und mehr, Urlaub auf dem Wasser genauso lieben wie wir, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, denn nur dann wirst du informiert, wenn es auch ein neues Video von uns gibt. Ja, Hafenmanöver vorbereiten. Ich habe mal 8 Punkte zusammengeschrieben, die aus meiner Sicht sehr relevant sind dafür und jedem auch helfen werden, ein Hafenmanöver dann entsprechend durchführen zu können. Fange ich gleich mal mit dem ersten Punkt an. Ja, das erste ist, sich die ganze Geschichte mal zu visualisieren, bevor man das Hafenmanöver angeht. Das heißt, der ganze Ablauf. Dazu sollte man zum Beispiel auch mal einen Plan über den Hafen haben. Sollte es zum Beispiel ein Hafen sein, den man gerade ansteuert. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin in dem Hafen und will jetzt quasi rausfahren und muss hier mein Ablegemanöver machen. Oder aber ich bin jetzt draußen und möchte in einen Hafen reinfahren. Und in diesem Fall, auch in dem anderen Fall, würde ich mir auf jeden Fall im Vorfeld mal ein Bild von dem Hafen machen und aufgrund des Bildes dann mir überlegen, wie das Manöver vonstatten gehen soll. Das heißt, visualisiert euch einfach mal den kompletten Ablauf. Was passiert als erstes? Was passiert als nächstes? Fahre ich zum Beispiel rückwärts rein? Fahre ich vorwärts rein? Wo kommt der Wind her? Was kommt so auf mich zu? Und diese Geschichte macht ihr natürlich nicht alleine, sondern ihr solltet das auch mit der Crew machen. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Wichtig ist natürlich auch, im Vorfeld schon mal klar zu machen, wer in der Crew welche Aufgabe übernimmt. Das sollte mit dem ersten Punkt auf jeden Fall Hand in Hand laufen, dass man genau weiß, okay, du bist jetzt vorne an der Mooring, du bist verantwortlich für die Fender, du bist verantwortlich für die Backbordleine hinten, du bist verantwortlich für die Steuerbordleine hinten, du stehst am Steuer und wenn man noch einen zusätzlichen haben sollte, dass der dann vielleicht auch einfach noch den einen oder anderen unterstützt. Also diese Punkte sollten im Vorfeld einfach mal durchgesprochen werden und das dann mit dem ersten Punkt zusammen gemeinsam mal visualisieren, dass auch die ganze Crew genau weiß, was wirklich als nächstes passiert, worauf man sich jetzt hier gerade einlässt und das ist schon mal eine große Hilfe. Ja, Punkt 3, natürlich ganz, ganz wichtig, das Vorbereiten. Das Schiff sollte vorbereitet werden dafür und hier habe ich einige Punkte mal zusammengefasst, weil für mich ist das alles oder fällt das alles unter den Punkt Vorbereiten. Zum Beispiel die ganzen Festmacher. Wenn ich nicht genau weiß, was mich vor Ort erwartet, wenn ich zum Beispiel von außen jetzt in diesen Hafen reinkomme und ich weiß nicht, was mich erwartet, ob ich längsseits liege, ob ich dann, ob ich vielleicht zwischen 2 Schiffen dann liegen werde, an was für einem Pier ich liegen werde, sollte man die Festmacher so vorbereiten, dass man für alles gewappnet ist. Das heißt, vorne am Bug 2 Festmacherleinen, jeweils Steuerbord, Backbord, hinten am Heck selbstverständlich genauso. Ich persönlich bin auch ein Freund davon, noch eine zusätzliche Leine in der Mitte vom Schiff einfach mal vorzubereiten, dass ich eventuell, wenn ich dann kurzfristig sehe, dass ich vielleicht sogar noch eine weitere Leine brauchen sollte, dass ich die dann zum Beispiel mittig am Schiff nochmal befestigen kann, Steuerbord oder Backbord. Das ist mal das eine. Das zweite natürlich auch ganz klar, die Fender. Die Fender sollten auch vorbereitet werden. Das heißt, man macht die Fender, wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, zumindest sowohl Steuerbord als auch Backbord gleichermaßen auf gleicher Höhe jeweils fest. Man lässt die Fender allerdings noch auf dem Schiff, bevor man dann auch im Hafen ist. Erst dann würde ich die Fender dann wirklich über die Reling werfen quasi, also raushängen. Und das ist natürlich auch logischerweise ganz wichtig. Zusätzlich einen Fender, wenn es geht, so einen großen Kugelfender, sollte derjenige in der Hand haben, der für die Fender zuständig ist und der kann dann mit dem Fender vielleicht noch die ein oder andere Ecke abfändern, wenn es denn so ist, dass vielleicht das Boot an der einen oder anderen Stelle jetzt dann doch Gefahr läuft, ein anderes Schiff zu berühren, dann kann der mit dem Fender nochmal hier und dorthin. Das nächste ist der Bootshaken. Wie oft ist es passiert, dass man irgendwo reinfährt und auf einmal rufen alle rum, weil man braucht den Bootshaken. Der ist dann irgendwo verzurrt und befestigt, aber in dem Moment, wo man ihn braucht, um zum Beispiel die Mooringleine rauszufischen, ist er nicht da.
und deswegen sollte man auch an den Bootshaken denken und auch den so hinlegen, dass man eben schnell drauf zugreifen kann und dass er eben bereit liegt. Dann gibt es noch etwas oder zwei Sachen, an die nicht immer gedacht werden, wobei an die eine vielleicht schon noch, und zwar ist es die Reling, die ist ja ganz normal, geht die außen rum, und hinten am Steuerstand, wo man dann quasi hinten übers Heck raus kann, ist es ja oft so, dass man die auch noch sicherheitshalber noch zu hat, wenn man auf dem Wasser ist. Wenn man jetzt allerdings ein Hafenmanöver macht, kann es ja mal sein, dass man dann doch kurzfristig hier noch was rüberwerfen muss oder dann ganz am Ende des Manövers dann eventuell auch noch mal rübersteigen muss. Was auch immer, auf jeden Fall würde ich für das Hafenmanöver hier auch diese Sicherung lösen, sodass man hier einen freien Durchgang hinten zum Heck raus hat. Und als last but not least bin ich auch ein Freund davon, ich habe es zwar noch nie gebraucht, aber dass man die Segel so vorbereitet, dass man im Notfall sofort Segelfläche rausziehen kann. Ich sage das aus folgendem Grund. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch schon passiert, dass man während des Hafenmanövers auf einmal das Problem hat, dass der Motor ausgeht. Und dann kannst du nicht mehr steuern, dann hast du quasi keinen Druck mehr auf dem Ruder, bist quasi manövrierunfähig. Und wenn ich jetzt innerhalb von Sekunden die Genua ein Stück rausziehen kann, weil die Leinen schon bereit liegen, oder vielleicht die Groß schon mal ein Stück rausziehen kann, einfach nur, dass ich ein bisschen Druck im Segel habe, sodass ich zumindest manövrieren kann, zumindest nochmal lenken kann und hier eventuelle Schäden verhindern kann. Wenn ich das mache, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ich persönlich hatte glücklicherweise noch nicht diese dumme Situation, aber ich weiß auch von Kunden, denen sowas schon passiert ist, die dann wirklich in dem Moment, wo sie manövrieren, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, auf einmal geht der Motor aus, er geht nicht mehr an und die sind genau zwischen den ganzen Schiffen in dieser Straße, wo sie quasi gerade raus oder reinfahren wollen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man schnell reagieren kann und das vielleicht auch mal mit der Crew kurz durchsprechen, dass man sagt, hey, so etwas kann passieren, in dem Fall bitte du oder du Segel rausziehen, damit ich am Steuer ein bisschen Druck habe. Gut, das war der dritte Punkt mit dem Vorbereiten. Der vierte Punkt, bitte nicht lachen, habe ich tatsächlich schon oft genug erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute reinfahren, in die Gasse reinfahren und dann rückwärts in ihre Box wollen und das Dinky hängt hinten dran. Unabhängig davon, dass ich sowieso kein Freund davon bin, dass man das Dinky hinterher schleppen sollte, sollte man es doch dann zumindest, wenn man anlegt, beziehungsweise beim Ablegen ist es meistens ja, oder sollte es auch schon an Deck sein, ja, das Dinky einfach an Deck oder in die Garage tun. Es ist ja auch oft so, dass die Dinkys von der Basis quasi gewaschen werden und manchmal liegen sie dann sogar noch im Wasser, sind dann oft vorne am Bug befestigt. Und ich habe auch schon Crews gesehen, die einfach das Dinky vorne vergessen haben und dann beim Rausfahren, ja, dann stört das Dinky, dann bleibt das Dinky zwischen dem anderen Boot und dir irgendwie stecken, es drückt, es presst, es ist ja ratzfatz Panik an Bord und da auf jeden Fall darauf achten, dass das Dinky natürlich auf das Boot gehört bzw. in die Garage. Gut, dann sind wir jetzt auch schon bei Punkt 5, wenn ich richtig gerechnet habe, und der heißt bei mir, achtet darauf, dass der Funk an ist. Euer Funk sollte auf jeden Fall angestellt sein, weil es sein kann, dass euch die Marina anfunkt und dass euch die Marina vielleicht auch sagt, wo ihr reinfahren sollt, dass euch vielleicht gerade jemand anfunkt und sagt, dass ihr falsch irgendwo gerade anlegt, falls ihr irgendwo in der Marina seid, wo ihr jetzt nicht wisst, wo ihr anlegen sollt. Also so oder so ist es wichtig, dass der Funk an ist, dass einer ein Ohr drauf hat, und das geht für mich auch so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, mit dem 6. Punkt Hand in Hand, denn der heißt für mich, die Basis kontaktieren, wenn ihr das Schiff gechartert habt, und Bescheid geben, dass ihr A, entweder auslauft oder B, bevor ihr eben einlauft. Das könnt ihr entweder über Funk machen oder das könnt ihr auch einfach übers Handy machen. Also ich persönlich, wenn ich weiß, ich fahre jetzt gleich in die Marina rein, dann rufe ich die Basis an und sage, Achtung, ich bin jetzt hier gerade eine Seemeile vor der Marina, möchte dann noch tanken, ich melde mich dann noch mal kurz vorher. Das ist gut für die Basis, denn dann wissen die Bescheid, können sich darum kümmern, wo das Boot reinfahren soll, und ihr seid mit denen in Kontakt, was auch wiederum eine große Hilfe ist, wenn ihr anlegt, denn dann habt ihr meistens Basismitarbeiter da, die dann schon auf euch warten, die die Leinen entgegennehmen und euch einfach beim Anlegen helfen. Wenn ihr dort keine Basis habt, sondern wenn das einfach ein Hafen ist, der jetzt quasi, ja, während des Turns irgendwo von euch angelaufen wird, dann würde ich per Funk die Marina auf jeden Fall anfunken. Normalerweise, wenn ihr reinfahrt, seht ihr immer den Funk bzw. den Kanal, auf dem ihr die Marina erreicht.
Und ich persönlich mache es auch immer so, dass ich dort einfach Bescheid gebe, dass wir jetzt kommen, dass wir für eine Nacht dort liegen bleiben möchten und ob sie uns jemanden schicken können, der uns dabei ein bisschen unterstützen kann. Manchmal kriegt man dann so ein kleines Pilotboot geschickt, kleines Schlauchboot, was einen dabei unterstützt beim Reinfahren. Aber so oder so sind dann auf jeden Fall ein paar Marineros normalerweise da, die einem dann eben auch die Leinen entgegennehmen. Also deswegen ganz wichtig, nicht nur den Funk anstellen, wie bei Punkt 5 jetzt angesprochen, sondern eben auch Punkt 6, Kontakt aufnehmen mit der Basis oder eben mit der Marina. Ja, bin ich jetzt schon bei Punkt 7. Punkt 7 läuft bei mir unter dem Punkt Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen heißt für mich Handschuhe, Schuhe und Musik aus. Handschuhe deswegen, weil es doch immer mal sein kann, dass wenn man so eine Mooringleine hochzieht, dass die eben verschlammt ist, dass da Muscheln dran sind, dass scharfkantige Dinger sind, dass ich, wenn ich die Leinen vielleicht nochmal festziehe, dass da einfach meine Hände geschützt sind und dass ich da nicht irgendwie kurzfristig mal schnell loslassen muss, weil da jetzt auf einmal irgendwas Glitschiges an der Leine war. Da machen Handschuhe definitiv Sinn und Schuhe machen deswegen Sinn, weil es auch in einem Hafenmanöver oder bei einem Hafenmanöver dazu kommen kann, dass man mal schnell über Deck laufen muss. Und wer sich schon mal die Zehen irgendwo angehauen hat an Deck, der wird mich sehr gut verstehen und weiß auch, was ich meine, wenn ich sage, zieht euch Schuhe an, gerade dann, wenn ihr wisst, es geht jetzt an die Arbeit und ein Hafenmanöver ist Arbeit, ist weniger locker rumliegen, sondern da muss jeder ein bisschen mit anpacken und da würde ich dann definitiv auch Schuhe anziehen und eben auch Handschuhe, wenn ihr welche habt, ist zumindest mein Tipp an euch. Was meine ich mit Musik aus oder warum sollte das so sein? Oft ist es so, dass einfach kommuniziert werden muss während des Hafenmanövers, dass der Steuermann mit dem, der vorne an der Mooring ist, einfach auch sprechen muss. Die müssen sich verständigen können. Und wenn da jetzt Musik laut an ist oder irgendeiner meint, ey, wir machen jetzt genau hier unser Ablege- oder Anlegemanöver, dann kann das schon sehr hinderlich sein und kann im Endeffekt auch dazu führen, dass so ein Hafenmanöver mal mächtig in die Hose geht und man dann so zum Hafenkino wird quasi für die anderen. Also das auf jeden Fall beherzigen mit der Musik aus ist fast schon wichtiger als die Handschuhe und die Schuhe, würde ich mal sagen. Nein, also das sind die 3 einfachen Dinge, die ich mit Vorsichtsmaßnahmen meine. Ja, Punkt 8 ist eigentlich nicht so wichtig. Ich persönlich mache das aber trotzdem immer ganz gern. Ich möchte wissen, ob meine Schraube rechts- oder linksdrehend ist. Gerade beim Hafenmanöver macht das nämlich schon viel aus, ob die Schraube im Vorwärtsgang sich rechts rumdreht oder links rumdreht. Denn wenn ich jetzt rückwärts irgendwo reinparken möchte und die Schraube dreht sich nach links beim Rückwärtsfahren, dann ist das so, dass diese linksdrehende Schraube das Heck auch nach Backbord bewegt, von alleine schon. Und umgekehrt nach Steuerbord bewegt. Das bedeutet, dass ich dann auch mit dem Radeffekt, also mit dem Steuern, jeweils in die eine oder andere Richtung mehr oder umgekehrt dann eben weniger ausrichten kann. Und wenn ihr das mal probieren wollt, macht das mal am ersten Tag, dass wenn ihr irgendwo ruhiges Wasser habt und irgendwo geankert habt oder kurz vorm Ankern seid, dass ihr das einfach mal ausprobiert, dass ihr da einfach mal merkt, wie reagiert das Schiff eigentlich, wenn ich in die eine oder andere Richtung lenke, vor allem eben beim Rückwärtsfahren. Ja, das waren nun meine 8 Tipps zum Thema Hafenmanöver bzw. Hafenmanöver vorbereiten. Es ging wie gesagt jetzt nicht speziell um das eine oder andere, aber das sind doch die Dinge, die man allgemein mal in Angriff nehmen sollte, wenn man irgendwo anlegen möchte oder wenn man dann eben vom Hafen aus wieder loslegt. Solltet ihr noch den einen oder anderen Tipp haben, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den einfach unten in den Kommentaren vermerkt. Ich bin mir sicher, dass da noch alle anderen auch davon profitieren können. Ansonsten vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich persönlich immer über einen Like. Tja, und ansonsten sehen wir uns dann einfach nächste Woche wieder hier bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Macht's gut, bleibt vor allem gesund und bis dann, euer Ümit.